Beginnt schon. Tatsächlich wollte ich dieses Video die ganze Zeit vermeiden oder zumindest diese Situation, sich wieder da reinfühlen zu müssen. Und ich glaube, wir haben diese Aufnahme schon, ich weiß nicht wie oft gemacht. 2-3 Mal auf jeden Fall. Und das nicht heute, sondern an verschiedenen Orten, wie zum Beispiel Prag, USA und Deutschland. Und nochmal Deutschland. Aber bevor ich irgendwo reinjumpe, fangen wir mal von vorne an. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel. Oder beziehungsweise willkommen zurück auf meinem YouTube-Channel. Ich hatte angekündigt im Garnicus-Podcast in Vegas, dass ich auf jeden Fall in Social Media wieder zurückkommen möchte und da wieder meine Zeit mehr reinbringen möchte oder reinnehmen möchte. Gesagt, getan. Ich hätte natürlich sehr gerne mit einem komplett anderen Video als erstes Video mit Welcome Back angefangen. Aber in dem Fall jump ich eigentlich direkt ins Geschehen. Mache einen kleinen Rückblick, wie war Olympia, wie war Vegas, weil man hat ja wirklich gar nichts von mir gehört und bei mir ist noch sehr viel Ruhe. Wie man auch meinem Instagram erkennen kann oder ansehen kann, gibt es glaube ich nicht mal ein Olympia-Bild, was gepostet ist. Ich weiß schon gar nicht, weil ich es mir nicht mal angucke. Aber genau das dazu kommt eben jetzt in diesem Video. Und ich dachte mir, irgendwo will ich ja anfangen, irgendwo brauche ich einen Start, bevor ich eigentlich wieder in Social Media zurückkehre. Und ja, ich weiß nicht, man merkt es, ich tue mir gerade voll schwer, weil eigentlich will ich gar nicht zurückdenken oder zurückfühlen. Ich wollte mich eher fürs Training fertig machen und in einer ganz anderen Stimmung sein, ich sag's euch. Aber ich will euch einfach Anteil daran nehmen lassen. Ich will auch meine nächsten Schritte, die kommen, euch mit reinnehmen. Ich freue mich einfach auf alles, was kommt. Aber starten wir da, wo es jetzt einfach anfängt, nämlich bei der Olympia. Ich weiß noch, ich habe in dem Podcast ja sehr, sehr schön geredet, wie es die letzte Zeit war, wie es mir geht und dabei bleibe ich auch und auch wie das Coaching und so war und das ist auch wunderschön gewesen bis zu dem Tag und dann fing die Olympiareise leider ein bisschen wie ein schlechter Witz an oder wie so ein kleiner Albtraum. Nachdem wir nämlich bei Martina und Danny waren, ging so die ganze Peak Week so ein bisschen schief, sage ich jetzt mal. Und das hat man, ich weiß nicht, anhand der Wettkampfbilder eigentlich eindeutig gesehen. Ich blende euch auch hier in diesem Video Bilder ein, wie wir aussahen, also wie ich aussah zum Beispiel vor Abreise und wie ich dann aussah auf der Bühne oder am Morgen oder auch eben vorm Laden. Da sieht man auch so ein Stück weit den Unterschied, weil es war so, wir waren leider auf dem Wettkampf völlig überladen. Komplett drüber trifft's eigentlich, oder Taifun? Ja. Und wir waren genau, wir waren wirklich, also ich war wirklich krass enttäuscht. Nicht jetzt von der Wertung oder so, versteht mich nicht falsch, darum geht es gar nicht, sondern von dem Look, den ich auf die Bühne bringen wollte und letztendlich, was für ein Look es geworden ist. Und daran war ich voll enttäuscht. Aber auch dazu, klar, Fehler können passieren und darum geht's hier gar nicht. Es geht ja auch darum, nicht irgendjemanden verantwortlich oder so zu machen, überhaupt nicht. Aber ich habe natürlich ein bisschen zurückgeblickt und Revue passieren lassen die ganze Woche nach dem Wettkampf, ne, und auch nachdem Emotionen dann abgekocht sind, wie denn die Woche verlaufen ist. Weil ich habe so viel vor mich hergeschoben, einfach damit ich in der Peak Week, weil es lief echt einiges schief, damit ich halt eigentlich emotional nicht noch mehr gestresst bin oder irgendwie wütend durch die Gegend gehe. Und da will ich jetzt nochmal zurück. Wie gesagt, wir sind ja gelandet, dann war alles super. Der erste Tag ist auch zwar sehr lang gewesen, aber es war schön. Und dann hatte ich einen Garnicus-Podcast mit der Martina und dem Dane. Und dann war das so, sorry.
dass mein Trainer und wir wollten uns zum Training treffen. Wir haben halt einen Termin ausgemacht, dass wir uns im Studio treffen, um 11 am Vormittag und gemeinsam trainieren und dann machen wir sozusagen Check-in und dann wissen wir, wie es aussieht, wie fahren wir jetzt fort mit dem Essen und so weiter. Ja, dann bin ich in das Studio gegangen, der Tayfun ist dann Lebensmittel einkaufen, weil er ist ja dann da sozusagen vor Ort. Und dann kam mir eine andere Athletin von ihm entgegen, richtig aufgelöst, richtig wütend und meinte, er ist nicht da, er ist einfach weg, sie weiß nicht, wo er ist. Und ich habe sie halt versucht zu beruhigen. Ich weiß, da ist auch ein bisschen Sprachbarriere dazwischen, was ja auch in Ordnung ist und dachte mir, komm, ich schreibe ihm jetzt, ich rufe ihn jetzt mal an. Man kann sich auch verspäten, ist ja keine Sache, er hat ja viele Athleten vor Ort auch gehabt, so ist es ja nicht. Und dann habe ich ihn nicht erreicht und was halt für mich mies war und ich habe mir wirklich lange überlegt, wie viel davon muss ich überhaupt in der Öffentlichkeit sagen. Ich finde, das muss ich gar nicht. Mir geht es nur darum, nur dass man das versteht, ich habe die Zusammenarbeit beendet und ich bin aber kein Mensch, der eine Zusammenarbeit beendet, nur weil mal Fehler passieren und die Form mal nicht stimmt. Also dafür kann man meine ganze Athletenlaufbahn, glaube ich, mit Bildern vergleichen aus meinen Wettkämpfen und das sollte dann für sich selbst reden, dass ich wegen Kleinigkeiten oder Fehlern nicht einfach einen Trainer wechsle. Und weil ich finde, Fehler kann jeder machen und an Fehlern kann man arbeiten und Fehler kann ich halt auch akzeptieren, ne, wenn man sie sehen kann. Das ist auch der springende Punkt. Und ich will nicht zu viel ausholen, deswegen komme ich jetzt nochmal zurück. In dem Studio habe ich ihn halt nicht erreicht und dann habe ich seinem Kumpel geschrieben. Ich habe aber nicht geschrieben, dass wir uns treffen sollten und er zu spät ist. Ich habe nur geschrieben, ob er weiß, wo er ist, weil ich ihn nicht erreiche. Und dann hat sein Kumpel mir ein Foto geschickt, wie die in einem anderen Studio sind mit einem Medienteam. Und in dem gleichen Moment schreibt mein Trainer mir, er muss was für uns holen, wir sollen schon mal anfangen zu trainieren. Und ich sehe diese 2 Chats und dachte mir erstmal so, echt jetzt? Jetzt werde ich angelogen? Das war mir, also ich wusste auch gar nicht, was ich sagen soll. Er hat dann gemeint, er kommt dann gleich, der kommt dann zum Check-in. Ich dachte mir, okay, leg das Handy weg. Ganz ehrlich, konzentriere dich jetzt einfach auf das, was vor dir liegt. Leg da auch keine Gewichtung rein, das wird bestimmt eine Erklärung haben. Immer noch so gedacht, keine Frage. Dann habe ich trainiert, habe ihm auch geschrieben, wie es aussieht. Ich komme zum Ende zu, kam nichts, keine Antwort. Dann habe ich weitergemacht, war fertig, schreib wieder. Und dann kam, ja, schick ein Video, das passt. Und das fand ich auch voll unangenehm, weil ich mir dachte, also okay, von deinem Formcheck-Video. Ja, genau. Statt ein Check-in zu machen, also persönlich, dass ich halt ein Video machen soll. Ich fahre doch nicht eine halbe Stunde in das Studio, wo man mich herbittet, weil es für ihn näher ist, und wieder zurück. Verstehe mich falsch, eine Stunde Anfahrt für das, dass ich am Ende dann alleine bin, komplett angelogen werde und er so oder so nicht kommt. Das fand ich schon echt mies. Zumal in diesem Check-in-Raum kommt man ja auch nicht einfach so, das muss man vorreservieren. Das war mir ja nicht klar. Und er reserviert das direkt mit den Leuten vor Ort, also die da arbeiten, vor. Also er hatte sich um das eigentlich gekümmert. Aber da er nicht da war, war es eh nicht reserviert, aber ich habe die Leute gebeten, es hat gut funktioniert, dann konnten wir das Video machen, da bist du ja dann auch gekommen. Ja, hast leider meine pissige Laune ein bisschen abbekommen. Tut mir leid. Aber wir haben versucht, locker zu bleiben und dann sind wir einfach zurück in unsere Unterkunft gegangen. Also da haben wir ihn gar nicht gesehen. Und wir haben auch nicht drüber geredet, weil ich mir gesagt habe, sowas mache ich jetzt nicht davor. Also ich fange nicht an zu diskutieren oder zu streiten. Sowas macht man nach dem Wettkampf, wenn einfach alles rum ist. Wie gesagt, vielleicht bis dahin dachte ich, es gibt bestimmt eine Erklärung für alles. Und ich glaube, das noch Schlimmere war der Ladetag. Wir laden einen Tag vorher, also Donnerstag, und Freitag ist die Show. Und es war ja schon so, dass so wie wir angekommen sind, das Essen erhöht wurde und das machen wir normalerweise nicht. Und dann am Ladetag, man muss dazu sagen, Leute, ich weiß, ich bin eine sehr muskulöse Figurathletin. Deswegen müssen wir auch sehr, sehr, sehr konditioniert kommen und man darf mich nur moderat
Leichtladen. Ich bin kein Athlet, der kiloweise oder 1000 Gramm Carbs oder so essen kann vor dem Wettkampf. Ist halt nicht. Ist aber völlig in Ordnung, weil wenn du das machst, dann platze ich auseinander. Dann sehe ich halt richtig voll und prall und noch mehr aus. Und abgesehen davon, man sieht diese Kondition nicht, die man eigentlich sehen will. Man sieht diese Details nicht mehr, die bei mir rauskommen. Und die Details kommen nur ab einem gewissen Peakpoint halt richtig schön zur Geltung. Und da wir Figur sind und das sehen wollen, müssen wir natürlich auch diese Kondition bringen. Das ist uns ja klar. War das dann halt, jedes Essen, das ich bekommen habe, also normalerweise war es immer so, wir haben gegessen und nach einer gewissen Zeit, danach haben wir immer einen Formcheck gemacht. Und dann hat er bestimmt, okay, wie viel Essen gibt's dann nochmal? Diesmal gab's das gar nicht. Also wir haben uns irgendwann um 5:30 Uhr sind wir wieder in dieses Gym gefahren. Dann hat er uns angeguckt und ich werde das nicht vergessen, wie oft er gefragt hat, wie viel Wasser habe ich dir gesagt? Sollst du trinken? Ich weiß nicht, was los war an der Performance, aber es wurde immer vergessen, wie viel man gesagt hatte, was getrunken oder wie viel getrunken werden soll. Plötzlich war die doppelte Menge Salz, die wir normalerweise machen, drin. Und plötzlich stand eine Milliliteranzahl in jeder Mahlzeit drin, obwohl wir eine Gesamtliteranzahl ausgemacht hatten. Ich habe sogar das gefragt, was er jetzt damit meint. Ich habe ja bis heute keine Antwort drauf. Gell? Ich will gar nicht mehr war ja auch mit diesem ewig langen Warten auf Nachrichten. Ja, wo ich musste anbetteln manchmal so, hey, es ist jetzt wieder Zeit, meine Mahlzeit fehlt, so, ich muss doch jetzt was essen. Wir haben die Marke, es ist jetzt drüber, so, war einfach nicht erreichbar. Und dann kam erst Viertelstunde, 20 Minuten, halbe Stunde. Und dazwischen hat er mich ja nicht mal angeguckt. Weißt du, also zweimal hat er danach noch geguckt, um 13 Uhr einmal. Und dann, wo wir Druck gemacht haben, dass meine Form kippt, dass ich soft immer weicher werde, dann war um 10:30 war er nachts nochmal da. Ja, wir haben aber die erste Schicht Farbe noch gemacht gehabt. Oh ja, genau. Ja, wir hatten die erste Schicht Farbe gemacht am Donnerstag und da hat dann Taifun gesagt, irgendwas stimmt nicht, die Form kippt total. Und wir haben das auch in unterschiedlichen Lichtern betrachtet und ich habe ihm geschrieben, ihn angerufen und er meinte, ja, das ist, weil wir die erste Schicht Farbe gemacht haben. Das hat mich dann auch erschrocken, so, er kam immer noch nicht. Nur, also, es tut mir leid, Leute, ich bin immer noch sprachlos, weil vieles macht keinen Sinn. Ich kann auch nicht aufhören, mit meinen Fingern zu spielen oder so. Ich will hier auch keine schmutzige Wäsche waschen, darum soll es nicht gehen. Ich will ihn auch nicht schlecht machen, darum soll es auch nicht gehen. Ich habe ihm auch gesagt, es ist so, man kann Fehler machen. Und wenn man mir sagt, war ein Fehler, es tut mir leid, das kann ich akzeptieren. Das kann ich völlig akzeptieren, weil Fehler sind menschlich und an Fehlern kann man arbeiten, wenn man sie sehen kann, wie gesagt. Aber das andere wäre, du kannst nicht das sehen, was gesehen werden muss, was ich halt kaum glauben kann. Wir hätten natürlich eine dritte Option, er hat es gesehen und will es halt nicht zugeben. Also verstehst du, man will halt so unter den Teppich kehren. Aber damit könnte ich halt persönlich, menschlich auch nicht umgehen. Selbstverständlich haben wir gesprochen, wir haben ihn zur Rede gestellt. Wir haben einen Talk danach gemacht, wie alles verlaufen ist. Aber das war auch so, der Wettkampf war Freitag und das Gespräch hat am Montag stattgefunden. Es war auch so unangenehm, man muss jeden Tag drum bitten, gehört zu werden oder halt, dass man sich treffen kann. Und das hat so wehgetan, diese 3 Tage in meinem Kopf ständig, was ist jetzt, wieso ist das so? Natürlich, es war nicht so, dass ich die ganze Zeit gesagt habe, boah, klar war ich wütend, oh Gott, hatte ich eine Wut. Ich hatte eine extreme Wut. Aber da war halt auch voll viel Verwirrung, weil ich dachte, wieso ist der jetzt so zu mir? Was habe ich ihm denn getan? Was ist denn passiert? So, da ist ja Freundschaft auch dahinter. Also dachte ich, okay, da gibt's für alles eine plausible Erklärung, die kommt. Das haben wir dann beide wirklich, da kommt noch eine Erklärung. Aber natürlich dann diese Tatsachen von, bis man dann reden konnte und was dazwischen alles passiert ist. Also,
es ist halt, ich habe mich gefühlt so wie unwichtig. Was haben die Kampfrichter zu sagen? Ja, die Kampfrichter haben alle Condition gesagt. Von Tyler, und ich habe ja jetzt auch die E-Mail bekommen von Sandy. Was allerdings gesagt wurde, pass auf deine Arme auf. Be careful of your arms. Also das ist uns aber ja auch klar gewesen. Ne? Deswegen haben wir jetzt das Training auch umgestellt. Ansonsten war alles Condition. Und von allen Kampfrichtern einzeln die das Feedback eingefordert. Auch persönlich vor Ort. Also ich bekam ja schon automatisch auf mich zu und hat gesagt, na, super ausgeglichen von oben zu unten. Ich meine, der hat mich schon gerichtet seit du begonnen hast. Tag 1, ja. Tag 1. Und aber Baha, es war deine Condition. Ja, das, wie gesagt, wir haben es ja auch gesehen. Und das habe ich ja sogar direkt auch vor Ort gesehen. Und auch mehrmals. Halt wir haben ja auch gesehen. Bilder jetzt gemacht und wir hatten ja auch Videos und wir haben die alle verglichen. Wir haben wirklich, und wir blenden die euch ein, man sieht das so eindeutig zwischen, wie das aussah hier, wie das aussah drüben und auf der Bühne. Und da siehst du es halt eindeutig. Mir persönlich tut es halt nur weh, weil ich halt nicht das zeigen konnte, wofür ich so sehr gearbeitet habe. Das tut mir schon weh, sag ich. Also, wer das nicht versteht, okay. Aber ich meine, man arbeitet so sehr, wir arbeiten so stark daran. Und da ist so viel Leidenschaft drin. Und natürlich tut mir das weh, weil ich für mich das nicht zeigen konnte. Das war mein persönliches Oberziel. Und das ist halt so, puff, weg. Und dann aber zu sagen, ich habe keinen Fehler gemacht und ich sage doch nicht, dass ich einen Fehler gemacht habe, wenn es keiner war, nur damit du dich besser fühlst, das hat mir dann nochmal so einen Schlag versetzt. Ich dachte, also er war nicht einsichtig. Nein, er hat das Jeder hat das vor Ort gesehen, auch andere Freunde. Er hat auch gesagt, die anderen reden. Es tut ihm, was er nicht versteht, ist, wieso andere reden, die davon keine Ahnung haben. Also, by the way, die anderen sind Kampfrichter. Alle haben es gesehen, nur er nicht. Also es hat ja nichts damit zu tun, ob es Kampfrichter waren oder irgendwelche Leute, sondern wirklich ja, alle, die uns kennen. Baby, selbst wenn ich alle abschalte, das ist ja nicht unbedingt manchmal, also das ist ja nicht mal wichtig. Lass mal alle, auch die mich von Tag 1 kennen. Zum Beispiel Martina hat das auch gesehen. Oder Denise, die hat es auch gesehen. Sofort haben sie gesagt, was ist passiert? Du warst völlig überladen. Und Martina hat die Form ja auch am Garnikus-Podcast, habe ich ja auch das Video gezeigt von meiner Form. Hat sie ja auch gesehen. Deswegen hat sie auch direkt erkannt, ups, was ist da passiert. Aber selbst wenn ich das jetzt alles abschalte, dann ist es aber der Kampfrichter, der noch da ist. Ne? Und der das Gleiche sagt. Also, ich wollte nur damit sagen, weißt du, wenn man mal nicht auf alle hören, so könnte man ja auch sagen, nicht jeder hat recht. Wie ging es dann weiter nach der Olympia? Ich meine, wir haben es ja gesehen, das reicht mir auch. Ich meine, wir sind jetzt nicht seit gestern bei dem Sport, dass wir das nicht erkennen können. Das muss man dazu sagen. Nur, ich kann ja nicht das machen, was in meinem Kopf schwebt. Ich muss ja als Athlet meine Pflicht auch, ich vertraue ihm, also muss ich das auch umsetzen. Dafür hast du ja einen Coach. Genau, dafür habe ich ihn ja und das habe ich ja auch umgesetzt. Ich kann ja nicht eigene Sache machen. Deswegen, was ich halt nur gemacht habe, ist immer meine Bedenken oder das, um was ich mich sorge und wie gerade der Ist-Stand ist und was ich oder was Teil von was wir halt sehen. Das habe ich ihm halt nur mitgeteilt und mehr kann ich ja nicht tun, meiner Meinung nach. Sonst machst du eigene Schnauze und weißt ja nicht mal, wie es zum Endergebnis kommt. Ist ja auch blöd. Geht ja auch nicht. Meiner Meinung nach. Sorry, ich habe dich jetzt unterbrochen. Wie ging es nach Vegas weiter? Nach Vegas, ja. Wir haben da die Zusammenarbeit beendet. Ich habe ihm aber auch gesagt, hör zu, genau exakt, wie das ist, eben wenn er die Fehler sieht, dann können wir dran arbeiten, aber die hat er nicht gesehen oder wollte es nicht sehen, wie man das jetzt auch definieren möchte.
Und ich habe ihm auch gesagt, mein Problem ist, wenn ich jetzt sagen wir mal, ich denke daran jetzt, dass wir weitermachen, ob das jetzt Prag ist oder Rumänien. Ich müsste die ganze Zeit Angst haben. Also ich weiß es, ich werde die ganze Zeit nervös sein. Macht er das jetzt diesmal anders? Achtet er drauf? Sieht er das? Erkennt er das? Weil er es nicht eingesehen hat. Ja, und ich kann mit sowas, ich kann damit halt nicht umgehen, mit dieser Unsicherheit. Das macht mich verrückt. Vor allem nochmal mich zu versetzen und sich dafür auch nicht mal zu entschuldigen, das hat er komplett ignoriert. Das habe ich natürlich auch zur Rede gestellt, keine Frage. Hat auch wehgetan. Und genau so habe ich ihm das auch nochmal gesagt und sogar nochmal geschrieben. Ich habe ihm das auch sogar nochmal geschrieben, dass mich das einfach nur unsicher macht und ich damit nicht umgehen kann. Und ich weiß auch nicht, was in der Zukunft passiert und was mir die Zukunft bringen wird. Aber das, was ich weiß, ist, ich will nicht die ganze Zeit mir Sorgen machen oder Angst haben, dass es nicht klappt oder dass er keine Zeit hat. Das habe ich auch gesagt. Ich habe das Gefühl, dass ich ihm nicht wichtig war und dass er für mich keine Zeit nehmen wollte. Ne? Aber nicht vielleicht bewusst, sondern weil ihm halt andere Dinge in dem Moment wichtiger waren. Vielleicht war es auch unbewusst. Wäre auch okay, dann weiß ich, woran ich bin. Aber so war halt das Gefühl. Und genau das habe ich ihm gesagt, auch nochmal geschrieben. Und schade war der Abgang, der war nicht so fein. Also ich dachte, wir hätten die Freundschaft wenigstens, aber der war nicht so fein. Wir sind ja auch überall geblockt. Ja. Aber es ist okay, darum, lasst das komplett mal weg. Für mich war es dann, was machen wir denn jetzt? Wir waren dann ja noch eine Woche in Vegas und ich habe dann gesagt, Tayfun, wir sind eigentlich schon da. Wir hätten noch 2 Wettkämpfe in unserer Nähe, Prag und Rumänien. Wir könnten einen von beiden oder beide machen. Keine Ahnung, aber und Tayfun, du hast ja auch die ganze Zeit gesagt, das machen wir. Wir machen auf jeden Fall noch einen Wettkampf. Du wolltest auch. Aber das Problem war halt, ja, jetzt habe ich keinen Trainer. Und ganz ehrlich, in dem Moment, ich traue mir das dann selber nicht zu. Mein Kopf ist also war komplett verwirrt oder beziehungsweise zu viele Emotionen. Und cool war auf jeden Fall, das muss ich sagen, Big Props, weil der Stefan hat seine Hilfe angeboten. Meinte dann, dass er mir helfen wird, entweder für Prag oder Rumänien oder beides, dass er vor Ort ist und der macht mich dann fertig und ist dann auch da. Das fand ich voll toll, das Angebot haben wir auf jeden Fall angenommen. Und also da muss ich sagen, mega korrekt, der hat keinen Cent verlangt, das war einfach nur zum Helfen. Einfach nur, er hat gesagt, hey, wir sind Freunde, ich helfe dir, ich habe da Bock drauf, ich mache nur das, worauf ich Bock habe und darauf habe ich Bock. Da bin ich ihm auch unendlich dankbar. Er hat sich echt Zeit genommen. Vor allem, man muss dazu sagen, eine Athletin, die er ja körperlich so gar nicht kennt. Und dann haben wir gerade mal so 2 oder 4 Wochen Zeit, um noch mal ein bisschen besser oder ein bisschen tighter auf der Bühne zu stehen. Klar, auch mit dem Risiko, dass es vielleicht der Peak Point nicht passt. Das haben wir auch zu dritt gesagt, wobei er das auch offen angesprochen hat. Er hat gesagt, es wird wahrscheinlich nicht dein Bestes sein, aber wir gucken, dass wir dem halt nahe kommen. Und gesagt, getan, dann haben wir gesagt, okay, komm, dann fangen wir an. Und es war nicht klar, ob das Prag wird oder Rumänien. Es war tatsächlich, die Deadline ist ja immer Montag und Sonntagabends war das, glaube ich, gell? Ja. Sonntagabend hat er dann gesagt, komm, machen wir das. Doch, dann habe ich nämlich wir haben Katja direkt angerufen, wir kommen dahin. Ich sag euch rein von meinen Emotionen, diese 2 Wochen zwischen Olympia, Vegas und Prag, das war für mich so eine Hölle emotional. Ich kann auch jetzt erst drüber reden und deswegen auch, wie oft haben wir versucht, dieses Video zu machen. Und es tut mir schon leid, falls das Gebabbel zu lange geht, aber ich möchte diese Geschichte gar nicht so schnell, wie soll ich das sagen, so nur abspeisen, nur damit es weitergehen kann. Ich möchte eigentlich schon
meine Emotionen so rüberbringen, wie ich mich gefühlt habe, weil ich komme da runter und dann mache ich bin, also keine Entscheidung bereue ich, das muss man dazu sagen. Ich bin auch mega stolz auf mich, dass ich gesagt habe, Gefühle zur Seite, versuch dich zu sortieren, versuch jede Entscheidung neutral zu treffen. Und das habe ich auch für mich geschafft und bin da auch wirklich sehr glücklich und sehr zufrieden mit. Aber diese Tortur 2 Wochen, mein Kopf war total nicht mehr im Einklang, mein Mindset war schon angeknackst. Ich habe versucht, jeden Tag fürs Neue zu betrachten und versucht immer, okay, wir machen das jetzt, wir gucken, wir schauen. Ich kann im Endeffekt ja noch sagen, halt, stopp, nein. Aber es hat sich halt alles so, es war halt zu viel für die Gefühle, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, da war halt jetzt eine Trennung, und dann jump ich sozusagen einfach in diese weitere Vorbereitung für mich rein, damit ich abschließen kann, auch vom Kopf. So, ich will besser dastehen. Ich will das ja zeigen. Ich konnte das nicht zeigen, aber dieser Drang, es unbedingt zeigen zu wollen, der hat halt auch nicht aufgehört. Und dann waren wir in Prag. Auch da blendet euch Teil die Bilder ein vom Morgen zur Bühne. Leider ist das auch gekippt. Und beim zweiten Bühnengang sind mir dann die Beine weggefegt. Das habe ich auch noch nie gehabt. Die waren dann weg. Da kam dann auch noch Jennifer Rode und hat gesagt, hoi, was passiert? Die Beine beim zweiten Durchgang. Und aber tatsächlich war es uns Backstage da auch schon klar. Deswegen war ich auch viel aufgefangener innerlich. Und dann sind wir am gleichen Tag, und da können wir euch einen Ausschnitt einblenden, weil da haben wir dieses Video auch versucht zu drehen vorher. Da seht ihr auch mein Gesicht, wie unsicher ich war am Morgen. So machen wir das wirklich. So gehen wir auf die Bühne. Ich war immer noch so, ich würde gern sagen, stopp, aber irgendwie kann ich es auch nicht. So kennt ihr das, das ist wie ein Unfall. Du willst weggucken, nicht, aber du kannst nicht so. So hat sich mein Inneres angefühlt. Ich will Stopp sagen, aber ich kann nicht. Und dann sind wir nach dem Wettkampf, da haben wir echt spontan gesagt, habe ich Taifun angeguckt, ich so, lass uns nach Hause fahren. Es war so früh, ich so, lass uns heimfahren. Wir haben alles gepackt und wir hatten die Maya noch im Petto. Wir mussten die Maya auch noch mitnehmen, sind nach Hause gekommen. Sonntag sehr spät nachts, voll mit Emotionen von den letzten 3 Wochen mit Olympia, mit Peak Week, mit Prag. Das war dann geballt. Das war wirklich geballt. Ich sag's euch. Und dann, wir haben viel diskutiert. Wir haben viel geredet in der Nacht hier. Nee, wobei nachts noch nicht, gell. Da haben wir gegessen und waren einfach, da war Totenstille. Ja, auf dem Weg von Prag hierher. 5,5 Stunden waren nonstop. Wir haben nonstop geredet, diskutiert, alles angeguckt. Parallel habe ich Bilder angeguckt, verglichen und Taifun gefahren. Und dann sind wir hier angekommen, da war dann kein Ton mehr. Wir waren wirklich still, Fernseher an, wir haben gegessen. Es war wirklich Todesstille. Wir sind ins Bett und dann haben wir einfach ausgeschlafen. Ich habe gesagt, Wecker aus, nichts. Wir stehen so auf, wie wir aufstehen. Und dann war ich am Morgen noch komplett durcheinander. So wie mache ich jetzt Rumänien? Ich meine, ich habe das schon alles nicht gefühlt und jetzt fühle ich das auch nicht. Ich war total emotionslos. Ich habe nichts mehr in mir gefühlt. Ich sag's euch. Ich habe sowas noch nie gehabt. Es war nicht gut, aber auch nicht schlecht. Es war einfach nur nichts da. Und dann habe ich Taifun gesagt, ich so, stopp. Ich so, selbst wenn wir Rumänien machen, die Frage ist, würde ich in der besten Form dastehen oder nicht? Und meine Antwort war ganz klar nein. Das braucht Zeit. Selbst mit einem neuen Trainer würde das Zeit brauchen, dass man hier so aufeinander sich abstimmt. Und vor allem auch gerade die Wunden, die jetzt entstanden sind, brauchen jetzt auch mal Zeit zur Heilung. Also ich bin ja ein Mensch, gehe viel mit Emotionen an etwas ran. Das wird mir auch nicht zum Verhängnis, weil ich kann mit meinen Emotionen umgehen. Bedeutet aber auch, nach sowas tut mir das halt weh. Ich kann nicht kalt sein und sagen, blöder Mensch oder so. Nein, das tut mir natürlich weh. Und diese Zeit habe ich mir halt in diesen letzten Wochen nicht genommen und habe es ja immer aufgeschoben, bewusst, um eben klare Entscheidungen zu treffen. Aber die Emotion ist ja da. Deswegen habe ich auch gesagt, jetzt ist Stopp.
Stefan, das bringt nichts. Ich weiß, wir wollen das. Ich weiß, du willst es auch, weil wir haben beide sehr viel gearbeitet an uns und an der Form. Und da war so viel Liebe und Leidenschaft drin. Aber ehrlich, die Zeit rennt nicht weg. Und im kommenden Jahr gibt es auch Wettkämpfe. Und ganz ehrlich, selbst Frühjahr ist ja nicht weit ums Eck. So. Ja. Und dann habe ich gesagt, wir beenden das jetzt. Wir machen jetzt Off-Season. Und wir brauchen Zeit. Wir brauchen jetzt ein bisschen Zeit für uns. Zeit auch ein bisschen die Sachen Revue passieren zu lassen. Auch einfach mal ein bisschen runterzukommen, weil ich finde es halt schade. Rückblickend sage ich auch, ich habe nicht mal gemerkt, dass ich auf irgendeiner Bühne stand. Weil so viel drumherum passiert ist. Und es war auch so ein Ziel von mir, zu sagen, ich will das alles genießen. Ich will das alles inhalieren. Ich will das alles fühlen. Auf der Bühne, ja. Ich habe auf der Olympia, und das sieht man auf dem Video bei dem Walk, ich weiß nicht, ob du das Video einblenden kannst, Taifun, ich habe jede einzelne Sekunde genossen. Auf jeden Fall, ich habe jede einzelne Sekunde genossen. Ich habe es Backstage gesehen. Ich habe das gesehen und dachte mir so, es ist okay. Lass los. Vergiss nicht, wenn du dieses eine Ziel nicht haben kannst, du hast dir ein weiteres Ziel gesetzt, nämlich das zu genießen, das zu inhalieren, das zu spüren. Und ich bin so stolz auf mich, ich klopfe mir auf die Schulter, ich konnte das so genießen. Ich hatte Energie auf der Bühne und ich habe richtig Spaß gehabt. Egal was ist, ich dachte mir so, diesen Moment lasse ich mir von niemandem wegnehmen. Weil auch hier, ich kann nicht kontrollieren, was um mich herum passiert oder was mir passiert. Aber ich kann kontrollieren, wie ich darauf reagiere. Und das waren meine neutralen Reaktionen auf alles. Und darauf bin ich auf jeden Fall stolz. Und so möchte ich diese Saison auch beenden. Nicht mit, oh, ich weine hier rum, ich bin hier traurig. Natürlich bin ich von einem Punkt traurig. Ich habe einen Menschen verloren, der 2 Jahre bei mir war, der mir wichtig war. Aber ich sage auch, das Universum spielt für uns. Bedeutet für mich, wenn es so sein sollte, sollte das so sein. Das ist in Ordnung. Ich bleibe mir treu. Ich sage das immer, I stick with love. Ich will immer mit Liebe vorangehen. Manchmal fällt das schwer. Wirklich, auch für mich. Keiner ist perfekt, niemand. Aber ich dachte mir, okay, wie kann ich jetzt diese Saison beenden? Was kann ich mir daraus ziehen? Und deswegen musste ich auch so wieder abtauchen in mich. Ich war wie in einem Vakuum. Und dann kam das über mich und ich bin auch Nachrichten durchgegangen. Und oh Gott, ich könnte so heulen, wenn das jetzt kommt. Erstens mal, ich hab ein Video bekommen von meiner Cousine. Und meine ganze Familie hat sich den Livestream angeguckt. Ihr könnt euch nicht vorstellen, oh Gott, ich wollte gerade so nicht. Ich wollte das nicht teilen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was für ein extrem stolzer Moment das für mich war. Es gab Jahre, an denen ich so kämpfen musste, um für diesen Sport einzustehen, nach außen. Und jetzt zu sehen, dass sich die Leute, und der Livestream ist jetzt auch nicht günstig, oder? Sich noch den Livestream holen, sich das angucken und dann in Gruppen. Da war dann meine Mom, meine Cousinen und meine Tante und Onkel und die Kinder. Und dann sehe ich halt, meine Cousine hat halt vor dem Fernseher ihr Handy aufgestellt und ich habe diese echten Reaktionen, und ich tue die euch hier in das Video mit rein, von meiner Mom. Sie stand da dran. Boah, das wollte ich jetzt echt nicht. Wow. Aber das sind jetzt Glückstränen, das sind Freudentränen, das sind so Tränen von Stolz und Liebe. Und ich dachte mir, boah, wie kannst du überhaupt nur einen Tag traurig sein, wenn du siehst, wie die sich freuen. Oder meine Cousine, ich weiß, sie hat gerade, ich liebe dich so sehr, so zu kämpfen.
mit ein Thema, das hier nicht auf YouTube jemanden angeht. Und ich bin zweites Mal Tante geworden von einer wundervollen, süßen Maus, der Avina. Und zu sehen oder zu hören auch, dass sie sich in diese Welt rein ablenken kann und dass sie einfach das Gefühl von Normalität hat und dass es ihr Stabilität und Energie gibt. Boah, das hat mir nochmal so viel Kraft gegeben und ich dachte mir so, wie kannst du nur einmal traurig sein, wenn du siehst, wie viel Kraft deine Leute durch diese Erfahrung schöpfen. Und oh ja, mein Dad. Ich habe das erste Mal, glaube ich, mal wirklich gesehen oder gelesen und gehört, vor allem, wie mein Papa über mich denkt, Taifun, gell? Ja. Das war in Vegas sogar, da hab ich in Vegas Rotz und Wasser geheult. Ich hab so eine schöne Nachricht von meinem Papa bekommen und das war unglaublich, wirklich. Und das hat mich so berührt. Die Nachricht hat er geschrieben, einen Tag vor dem Wettkampf und wie stolz er ist. Und die Message, die dahinter war so toll. Die Message war, selbst wenn du nicht gewinnen solltest, vergiss nicht, wie viele Siege du hinter dir hast. Als Ehefrau, als Hausfrau, als arbeitende Frau. Und dass er das alles gar nicht einfach findet, zu arbeiten, Wettkämpfe zu machen, eine stabile Beziehung zu haben, einen Hund zu haben. Versteht ihr, was ich meine? All diese Dinge, er sieht das als Großes und sagt, all das zusammen ist überhaupt nicht einfach. Und das dann zu managen und es auf diese Bühne zu schaffen, sind schon so viele Siege. Und noch schöner war es halt, mir nochmal den Gedanken mitzugeben, dass er halt sagt, und glaub mir, in einer Ecke sitzt Oma und Opa und ist neben dir und in der anderen Ecke ist die Hanni und das hat mich völlig zerstört, ist bei dir. Und das halt, man muss natürlich unsere Beziehung verstehen, um zu verstehen, wie emotional sowas sein könnte, wie toll das einfach mit ihm ist. Und all das hat mir gesagt, boah, ich beende diese Saison mit so viel Liebe. Nochmal, das sind Tränen der Liebe. Ich bin so glücklich und deswegen heule ich gerade. Bin voll mit Emotionen, aber ich bin, und ich kann sagen, ich bin wirklich stolz auf mich. Ich bin stolz auf uns, ehrlich. Das Einzige, worum ich jetzt trauere, ist dieses, ich konnte das nicht zeigen, aber ich weiß, ich werde das 2026. Die Zeit ist ja nicht weg. Aber ich kann diese Saison mit so viel Liebe abschließen und ich kann jedem von euch nur mitgeben, ich weiß, dass das manchmal nicht einfach ist. Jeder hat ein Privatleben. Aber versucht mal, auch wenn man düstere, tiefe Momente hat, vielleicht mehr die Sachen zu suchen, die euch Halt geben. Nicht mal Halt geben, sondern das Positive, die positiven Veränderungen, die kleinen Siege. Ganz ehrlich, wenn ich überlege, wie viele Frauen hier in der Szene Vollzeit noch dazu arbeiten, was die noch alles dazu machen, das sind alles so große Siege, Mann, wir sind so stark. So viele tolle Athletinnen haben wir, die nebenbei noch ein riesen Business sich aufbauen, arbeiten, das sind alles Siege. Und selbst wenn es mal auf einem Wettkampf nicht so läuft, heißt es ja nicht, dass es bei dem nächsten wieder so ist. Vielleicht sind es auch Erfahrungen, die wir mitnehmen, damit wir daran wachsen können. Und ich sehe das so für mich, ich wachse an dieser Situation. Und es ist ja in meiner Hand. Ich habe für mich gesagt, ich lasse mir jetzt Zeit, also Zeit nicht mit Zeit und auf zum nächsten Step auf der Bühne, sondern ich lasse mir Zeit, jemanden zu finden, der zu mir passt und ich zu ihm oder ihr passe. Und ich übereile oder rushe jetzt keine Entscheidung. Weil das finde ich, das bringt auch nichts. Da müssen erstmal die Emotionen schön sortiert sein und dann kann ich mir auch Zeit nehmen, mit mehreren zu reden und dann für mich zu überlegen, wie was und so weiter. So.
Und man sollte sich auch Zeit für sich nehmen, das ist wichtig. Das ist die Message, die ich eigentlich damit geben wollte. Und ich wollte bei Gott dieses Video nicht so lang halten. Ich glaube, am Anfang meinte Teife nach 10 Minuten, 15 Minuten, wir machen das Video, dann kannst du ins Studio gehen. Aber wir sind, glaube ich, schon bei einer Dreiviertelstunde. Aber wie gesagt, ich finde es wichtig. Ich habe halt gesagt, wenn wir jetzt wieder unseren Einstieg machen, wie soll ich denn einsteigen? Einfach alles unter den Teppich kehren und loslegen? Hat sich für mich nicht richtig angefühlt. Von daher nehme ich euch jetzt in meine weitere Entwicklung mit. Ihr seht sehr emotional, ich werde sehr offen mit euch sein. Ihr bekommt mich ungefiltert. Ich hoffe, man muss auch dazu sagen, man behandelt dieses Thema verständnisvoll. Das finde ich auch sehr wichtig. Ich hoffe, ich konnte den Menschen auch ein bisschen einen Lichtblick schenken oder Kraft geben, denen es vielleicht jetzt gerade genauso geht oder ähnlich so geht oder man auch struggelt. Weil keiner von uns ist alleine. Also das Wichtigste, was ich sagen kann, ist, was ich für mich tue, glaubt an euch. Glaubt an eure Ziele, an eure Träume. Und vor allem arbeitet an euch. Das ist das beste Investment, was wir uns geben können. Danke fürs Einschalten, Leute. Danke fürs Zuhören. Danke, dass ihr bis zum Schluss geblieben seid. Wenn euch das gefallen hat, dass ich euch so tief in mein Leben mit reingenommen habe, könnt ihr gerne mir schreiben. Ihr könnt mir gerne schreiben. Ihr könnt auch hier gerne ein Gefällt mir machen oder kommentieren. Ihr dürft es auch sehr gerne teilen. Ich werde auf jeden Fall in Insta, Teifen kann meinen Kanal gern mit einblenden, euch weiter mit auf dem Laufenden halten. Was passiert jetzt? Wie ist meine Reverse? Was passiert als nächstes? Wie mache ich die Recovery? Stehen Reisen an? Ich nehme euch überall mit, also bleibt hier auf meinem Channel. Bis zum nächsten Mal.